Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Baldur's Gate 3. Wir sind in den ehemaligen Gemächern des Imperators, hier im Versteck der Ritter des Schilds, und dieses befindet sich im Keller von der Taverne Elfgesang. Wir sind ziemlich angeschlagen, ich würde tatsächlich mal eine lange Rast einlegen, damit wir uns hier mal kurz ausruhen können. Dann haben wir nämlich alle Zauberplätze wieder. Oh, Vorräte aus der Taverne Elfgesang. Nahrungssuche gehört mit der Taverne Elfgesang der Vergangenheit an. Um Lagervorräte zum Rasten zu kaufen, brauchst du dich nur zur Klappe des Speisenaufzugs zu begeben. Okay, cool. Räubchen. Reden wir mal erst mit Räubchen. Just a cat. Please, talk to Yenna. Wovor hast du solche Angst? Why are you so nosy? Weißt du, was mit Jennas Mutter geschehen ist? Nothing good, I don't think. She was so very sick. Maybe she made like a cat and went off to spend her last life. Ist Jenna böse zu dir? Yenna is my best friend. She's kind. Help her, not me. Darf ich dich streicheln? Please don't. Okay, will ich trotzdem einfach machen. Irgendwas stimmt mit der Katze nicht. Hi. It's me, Yenna. You remember me, right? I met you before, and, my mum hasn't come back yet. She might come later. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? I would rather share my camp with goblins again. Die haben wir doch auch schon weggeschickt. Keine Kinder kommt in 10 Jahren wieder. Tut mir leid, kleine Nein. You don't? Ich habe schon Nein gesagt und dabei bleibt es. But... All right, I'll go. But you'll see. You should have said yes. You'll wish you said yes. Ja, ja. Das ist uns einfach zu riskant, auch mit Ohren, die uns immer auf den Fersen sein könnte. Private word would be nice. Baldurs Gate. You know, I never quite believed I'd actually make it back. Wasn't until we got within reach of Worm's Crossing that it felt real. It's so strange. I don't remember much of it, yet I can't help feel like I know it. It feels like home. Ihr seid wohl froh, wieder da zu sein. I suppose I am. Though the chance to savor the moment might be brief, given all that still lies ahead of us. Endlich verstehe ich, was mit mir los ist. Ich bin eine Balbrut. Der Gott des Mordes beherrscht mich. I suppose that makes you quite remarkable. Though not in a way I'd envy, perhaps. Lady Shah chose me also, but because of the blood I spilled, not what flows in my veins. You were born of murder itself. Perhaps your fate is out of your hands. Fine. What's on your mind? Wie bewähre ich mich eurer Meinung nach? How are you holding up? Ja, okay, das ist Don't be so immer wieder der modest. gleiche Text hier. I can't remember the last time I met someone like you. Das brauchen wir uns dann nicht nochmal anhören. Min Sarah? Murder? Oppression? Conspiracies? This city has its charms, after all. Es ist ein sehr beeindruckender Ort. My mother visited during one of her grand tours of the surface world. She claimed the streets were almost as varied and full of danger as those in Duthkleim. Ha! I never believed her until now. Ich frage mich, was ihr von unserer Abmachung mit Raphael haltet. I do not want a devil to hold my fate in his hands any more than a god. Aren't you tired of bowing and begging for scraps of power from your patron? I say we put the devil from our minds and trust in ourselves. If anyone should have the power of the crown, it should be us. Da hast du recht, ja.
Wie ihr wisst, gibt es eine Dunkelheit in mir. Ich habe ihren Ursprung erfahren. Tell me, Ustno, or show me. My mind is open to you. Deinen Verstand mit dem ihren verbinden, um ihr sämtliche bizarren Gedanken und Gräueltaten in allen blutigen Details zu zeigen. Exposed to the limitless horror of your dreadful imagination, Minthara's mind buckles, snaps, and then burns hot. She absorbs every detail, whether memory or dream, and drinks deep of them. You sense a desire in her equal in strength to your darkest urge. Elgor, Duktak, Slayer. There are many names for you, my love, and all of them inspire dread. You are exquisite. Das sind wir. Ihr auch. I know. We must find the Temple of Baal, slaughter Orin, and claim your inheritance. Then I will rule by your side, my slayer. Warum seid ihr für ein Bündnis mit Gortash? He is the only authority figure in Baldur's Gate worth a damn. Even as the Elder Brain tears at the foundations of the city, he stands strong and looks for solutions. Better for us to be a solution rather than a problem for his steel watch to scrape off the street. I am glad you recognized the benefits of that approach. If he proves troublesome, we can always kill him later, when his guard is down. Wisst ihr etwas über Gortash? He is rather fond of himself. If he truly intends to be the savior of Baldur's Gate, perhaps he has reason to be. Die größte Bedrohung für die Stadt ist das Ältestengehirn, das Gortash entfesselt hat. True. His mistake was choosing the wrong allies. Ketheric was reliant on his god instead of his own strength, and Orin does not understand power and control. Only blood. Gortash ist nur ein weiteres Hindernis, das sich uns in den Weg stellt. Wir werden ihn töten. Given his position in the city's power structure, that may be easier said than done. I advocate for caution. I am reluctant to share power. But if he is amenable to it, an alliance with Gortash may be beneficial. Together, we can teach this city to fear us. And that is just the beginning. When we have all three Netherstones and control the Elder Brain, all of Faerûn will have reason to fear us. Ganz recht. Okay, cool. Da ist der Eidbrecher-Ritter. Oh, ich hoffe, gegen den müssen wir nicht kämpfen. 224 Trefferpunkte, das ist doch einiges. Lizelle. This is the city proper, is it? I didn't expect it to be so outrageously ordinary. Ich habe entdeckt, dass ich eine Baalbrut bin. In mir fließt das Blut des Gottes des Mordes. I'm not surprised. You've become death incarnate. Mighty, yes. And altogether unpredictable and intractable. One day, perhaps soon, Baal will demand your fealty. You'll either muster the strength to defy him, or you will succumb. I know how I'd choose. Okay, und mit Astarion vielleicht auch nochmal sprechen. God, this is the first time in 200 years I've seen these streets in the sunlight. You can forget just how much color there is in the world. Etwas grell, wenn ihr mich fragt. Das ist mir grau, allemal lieber. Inconceivable as it might be, I actually didn't ask you. Now, what do you want exactly? Oh, das ist ganz schön zickig. Mit dem Eidbrecher-Ritter müssen wir nochmal sprechen. I have been waiting for you.
I felt the moment of your liberation. The shedding of your bond. You called to me. I am here to show you the way. Wer seid ihr? I was the first. The first to swear. The first to fall. When another's oath is broken, I stand witness. I hear their sorrow. I see their jubilation. I guide their hand. Oathbreaker. You swore to deliver vengeance. To hunt down those who had wronged. And ensure they felt the sting of justice. Tell me, why did you abandon your oath? Puh, ich bin der Name Paladin. Mein Verstand ist geborsten mit Grausamkeit darin. Ich hatte keine Wahl, ihm zu folgen wäre gegen mein Gewissen gewesen. Ich war die Lehren und Dogmen leid, ich wollte frei sein. Es war nicht meine Absicht, meine Taten hatten unerwartete Folgen. Ich glaube nicht mehr an seine Lehren. Ich bin euch keine Erklärung schuldig, meine Gründe gehen nur mich etwas an. Mein Verstand ist geborst mit Grausamkeit darin. Cruelty need not conflict with purpose. And a shattered mind may yet uphold an oath. But you have fallen. And it seems you do not fully comprehend the reason why. Take comfort in your undoing. I, like you, abandoned my cause. But much can still be achieved. Your oath is broken. The light within you fades. A new power is awakening. Erzählt mir mehr über diese Macht. Darkness will obey your summons. The dead will march to your rhythm. Even now, these shadows gather around you. They sense the cracks in your armor. They yearn to be used, to be inflicted. Das hört sich doch gut an. Ich bin bereit, ich werde ein Eidbrecher sein. Wir fragen noch ein bisschen. Welchen Eid habt ihr geleistet? I served a noble lord. I fought for him without question or restraint. Where his light shone, my sword followed. In his name, I raised villages, put thousands to the sword. I believed our greater purpose required such brutality, such sacrifice. But his light was so radiant, it blinded me to all else. I could not see the darkness and corruption of the path he led me down. When I finally saw the truth, he would not be reasoned with. So, I ended him. For this, I was called Oathbreaker. Okay, wusstet ihr, was es bedeutet, auf diese Art euren Eid zu brechen? I knew the consequences would be worse for those he continued to harm. What's past is past. We are here to discuss your future. Was habt ihr erreicht, nachdem ihr euren Eid gebrochen habt? I wielded the powers of darkness, yet held a candle for those who needed the light. My actions followed no teaching, apart from my own justification. Good or ill, I made my choices. Eventually, I heard the call of others who had strayed. I showed them the way, as I show you now. Ich bin bereit, ich werde ein Eidbrecher sein. Do not resist. Surrender and be remade. Though born of a vile source,
These powers can be used for good or ill. Your oath no longer binds you. The choice is yours alone. Aha, und der Klasse Eidbrecher. Du hast deinen heiligen Eid gebrochen, um Macht und Einfluss zu erlangen. Nur aus der Dunkelheit kannst du jetzt noch Kraft schöpfen. Trotziges Leid. Das Ziel erleidet 1 bis 4 nekrotischen Schaden pro Zug. Angriffswürfe gegen das Ziel sind im Vorteil. Untote kontrollieren. Nutze die Macht deines Schwurs, um Kontrolle über eine untote Kreatur zu erlangen. Der Untote folgt dir und greift deine Gegner an. Das ist cool. Grässliches Aussehen. Lass deine dunkelsten Emotionen als gefährlichen Puls hervorbrechen, um Gegner in der Nähe zu verängstigen. Und Schwurzauber haben wir hier die beiden. Ich glaube, das kann so bleiben. Höllischen Tadel und Wunden verursachen. Die kennen wir schon, die Zauber. Ja, cool. Jetzt haben wir die Unterklasse Eidbrecher bekommen. Sorry, falsche Taste. So. Stufe 3 Paladin, alles klar. Als Unterklasse Eidbrecher. Sehr cool. Dann legen wir uns, glaube ich, mal schlafen. Damit wir dann auch... Okay, hier ist der Speisenaufzug. Da müssen wir auch nochmal gucken. I'm sorry, I didn't know we had God's damned royals staying with us. Can't this wait till morning? Oh, fine. Right, you. Food, supplies, what do you want? Seid mal nicht so unhöflich, ich bin ein zahlender Kunde. You're absolutely right. So, tell me what you bloody want, please. Zeig's ja, was ihr habt. Ah, okay, hier können wir dann so ein Vorratspaket kaufen. Enjoy your night. Das brauchen wir ja nicht. Wir haben genügend. Und hier können wir zu Bett gehen. Okay, cool. Automatisch auswählen. Und dann rasten wir. They say that home is where a person can be their truest selves, without guile, without pretense. You did well to see off the Githyanki who'd invaded mine. And now that you have seen where I come from, you know all there is to know about me. At least, all that matters. The flavors of my favorite fiddlehead soup, should you wish to experience it for yourself. My beloved confidant and loyal companion Rascal. The very first reward I gifted myself on completion of my first adventure. The garments with which I concealed and later constructed my appearance as the Emperor. We spoke of my relationship with Duke Berlin Stelmane. A story I have told no one else. I have no more secrets from you. No need to resort to subterfuge. We are true allies now, working towards a common goal. Ihr habt ein aufregendes Leben geführt. Warum habt ihr es mir verheimlicht? By necessity, not design. But I'm glad you appreciate the richness of my experience. Yours has been no less exciting. But even with all your experience, it has not been easy. The only way we were ever going to get close enough to the brain to destroy it was by working together. But few would trust a mind flayer. So I did what I had to convince you. I studied you. Your motivations, your actions, your desires. I deduced the best way to align your goals with my own. Bei euch klingt das, als wäre ich eine Art Experiment. Perhaps, at first. I did consider that you were just a problem to be solved. And not an easy one at that. But I persisted.
I needed your absolute dedication to the cause. I anticipated the challenge, and I anticipated your resistance. What I didn't anticipate was how reasonable you would be. You don't like to be coddled, cajoled, but you responded well to logic, to rational arguments, to cold, hard facts. You saw straight to the core of what really mattered. Ich habe euch durchschaut. Yes, you did. Sometimes, I felt almost like we were dancing our way towards something deeper. Nee. Ich glaube, ihr versteht da was falsch. Ich bin ganz zufrieden mit der jetzigen Situation. I'm sorry. You're right. Now's not the time. Forget I said anything. Let's move on to more important things. The Elder Brain's hive mind has grown to monstrous proportions. And through the Crown's magic, it has complete control over each and every member. It was intelligent before, but now, with its hive mind established across the city, it is well on its way to becoming indestructible. You know now of your father's plans to use the Elder Brain to slaughter the world over. One need not read minds to foresee the horrors he will pen with your hand if you do not stand against him. We must stop it while we still can, before we too become its slaves. Da hat er wirklich versucht, mit uns zu flirten. Ich glaube das nicht. Mich schon gewundert, warum er oberkörperfrei da rumsitzt. Ja, aber mit Sarah kommt einfach nicht. Ne? Worauf wir ja eigentlich warten. So, hier ist alles geregelt, glaube ich. Wir können das Zimmer wieder verlassen. Verlassen das Lager. Und kümmern uns direkt hier um falsches Leben. Und Paktwaffe binden. Und haben hier wieder das paktgebundene Großschwert. So, wir wollen mal runter. Noch weiter hinab. Unterstadt Kanalisation. Diverse Reisetouren. Mit allerhand Zeug drin. Ja, die Invasionspläne, die kennen wir schon alle. Patientenprotokoll von der Herzogin. Ein Tagebuch. No, leave me alone! Are you real? Is it really you? You have to help me, please! Wer verfolgt dich? A scary lady. She said her name was Orin. She found me and my cat Grub, snatched us off the streets, and she made me eat him. Then she told me to start running. She said that when she catches me, she's going to eat me too. She's coming. Please, please don't let her take me. Okay, wie kommst du darauf, dass du bei mir sicherer bist? What would you do? Spill the blood of such an innocent? You'll get your chance. Ah, ich wusste es, Leute. Ich wusste es. Look at it. Father's favorite, all lost and wandering. Have you forgotten the way home? Should I set your lapdog to screaming? That could help you find the way. Entführung, Anfängerin. Ich hätte sie schon längst getötet. Balls, blood-addled beloved, swaddled in sinews, thinks it can judge.
Never struggled, no purpose, nannied by that grim-gotten butler. You are the one who isn't capable. Gortash betrays us, bloodkin. He sets a leash to our slaughter, uses us to drive the herd towards his tin men's oppression. You must kill the tyrant, smear him across his rock-rotten halls, and pluck the netherstone from his carcass. Then we duel, sweet slaughterkin. The winner claims the stones, Baal's true chosen. The loser rots on his altar. Agree, and I will bring my assassins to heal. They watch you always, longing to spray the crimson from your veins. Refuse me, and you'll learn what happens to those who defy Baal's doctrine. So will your friend. So, this was Orin's intention. A combat against a fellow scion of Baal, witnessed by the Lord of Murder himself. Okay. Accept and you must kill Gortash. Refuse and the child's life may be forfeit, as might your own. Orin's assassins will hunt you like prey for slaughter. Baal hat mich zu seinem Schlächter gemacht. Ich werde auch sein Auserwählter sein. No! No! Filthy lies! He waits for me to carve domination into your ravaged skull. He will grind your meat in his jaws. But first, you must make gutspill of the tyrant. Do not underestimate his steel watch. Seek their cradle in the lower city and skewer their skull meat. Make them rust and blood. Then you can gore the lordling again and again and again. But listen close, bone killer. Come to my temple before you turn Gortash to carrion, and I will ready your friend's corpse to greet you. Baal is waiting, slaughterkin. Do not disappoint him. Okay. Na. Ein Tagebuch mit dem offiziellen Siegel von Herzogin Belin Stellman. Es beschreibt die Pflege der Herzogin während ihrer langen Krankheit. Die jüngsten Einträge beschreiben eine Verschlechterung ihres Zustandes. Unerklärlicher Rückfall, Herzogin ohne Appetit, ohne Bewusstsein, ohne Interesse an irgendetwas. Fragt gelegentlich nach Besuch, was vielleicht Auslöser des momentanen Zustandes ist. Herzogin empfing privaten Besuch jeden 10. Tag, Besuch immer in Mantel und Kapuze, immer zur Herzogin geführt und mit ihr allein gelassen. Nicht aufzutreiben. Merkwürdigerweise erinnert niemand sich an Geschlecht oder Statur, könnte ebenso gut ein Halborg wie ein Halbling sein. Hoffe auf Rückkehr des Besuches, schien Verstand und Körper der Herzogin äußerst gut zu tun. Ja, was hier mit Oren passiert ist, wir schauen mal. Also auch sie bietet uns ein Bündnis an, hier Gortash zu töten. Ich glaube, am Ende werden beide tot sein. Das ist so zumindest der Plan. Und für uns vielleicht nicht verkehrt, wenn beide erstmal denken, dass wir mit ihnen in einem Bündnis sind. Ich glaube, dass wir hier auf jeden Fall richtig sind. Okay. Das sieht mir aus wie die Kanalisation vielleicht. So, irgendwo ist da die Entlüftung. Das hat schon mal hingehauen. Ah, nicht so weit.
Stellen wir auch auf die Entlüftung. Dann geht das Ganze hier nämlich weg. Da ist noch eine. So, ich muss sie suchen. Da. Perfekt. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Dann nehmen wir schon mal direkt eine Kiste mit. Da ist die. So, damit hätten wir dann die giftigen Gase schon mal abgewehrt. Kommen wir da ran? Ja, ist aber nichts drin. Haben wir da einen Schlüssel für? Nö, auch nicht. Da hatten wir schon reingeguckt. So, dann kann der Rest auch wieder mitkommen. Astarion. Du kannst hier die Truhe mal knacken. For a skeleton king. Sehr schön. Okay, das brauchen wir alles nicht. Das ist nur Alkohol. Den können wir verkaufen. Aber wiegt immer einiges. Gut, Leute, ich sehe auch gerade, wir sind am Ende der Folge angelangt. Wir werden uns in der nächsten Folge dann hier unten ein bisschen umschauen. So sind wir von der Taverne Elfgesang halt auch auf einmal wieder in der Kanalisation gelandet. Ja, gut, dann machen wir hier einfach weiter, würde ich sagen. In der nächsten Folge würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.